Nach längerer, aber sehr produktiver Newspause zum Siedler-like Hoffnungsträger The First Explorers gibt es endlich wieder Erfreuliches zu berichten. Denn die Entwicklung läuft nach wie vor sehr nach Plan, weswegen wir heute wieder tiefer in die Gameplay-Mechaniken der ersten Entdecker eintauchen können. Daher heute alles zu Nahrung, Mahlzeiten und natürlich auch, wie ihr daraus waschechte Träger macht. Dieses Video wird euch von Instant Gaming präsentiert, welche mit Clair Obscur das Rollenspiel der Stunde für gerade mal 29,99 € zuzüglich Mehrwertsteuer im Angebot haben, in welchem Ex-Ubisoft-Mitarbeiter zeigen, was sie ohne Konzernvordenker in der Lage sind. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr zudem diesen Kanal hier massiv. Vielen Dank. I know it seems absurd to offer oblivion as recompense, but she'll never paint again. Wie wir schon in früheren Explorer News gelernt haben, gehen rohe Nahrungserzeugnisse wie Fisch, Beeren oder frisch gebackenes Brot unter anderem auf direktem Weg in eure Minen, um den Grundstein für eure so immens wichtige Waffen- und Werkzeugproduktion zu legen. Alternativ werden diese Roherzeugnisse aber auch via Koch im sogenannten Kochquartier zu richtigen Mahlzeiten weiterverarbeitet. Im Prinzip löst hier eine Taverne oder ein Produktionsgebäude, welches ihr durch Mahlzeiten zu einem Boost verhelfen möchtet, eine Bestellung in eurem Kochquartier aus. Sobald bei eurem Koch so eine Bestellung eingegangen ist, beginnt dieser sich auf den Weg durch eure Siedlung zu wuseln, um die hierfür benötigten Grundnahrungsmittel einzusammeln. Damit das Ganze nicht ewig dauert und somit die ganze Geschichte total ineffektiv daherkommt, macht es Sinn, Marktstände in der Nähe eures Kochquartiers zu errichten, an denen diese Güter dann gesammelt werden können und euer Koch somit einen deutlich kürzeren Laufweg hat. Spielmechanisch bedeutet das auch, dass vorliegende Waren am Marktstand reserviert werden, sobald sich euer Koch in Bewegung gesetzt hat, um so sicherzustellen, dass er diese dann auch bekommt und seine kleine Mission zu Ende bringen kann, bevor diese von einem anderen Koch wegstibitzt wird. Sollte der Marktstand oder das angesteuerte Produktionsgebäude abgerissen oder verloren gehen, bevor euer Koch die reservierten Waren eingesammelt hat, muss er seine Tour abbrechen und dann von neuem starten. Somit sollte aber auch die Bedeutung eines gut erreichbaren zentralen Marktplatzes in eurer Siedlung klar sein. Zudem unterscheidet The First Explorers zwischen einfachen und höherwertigeren Mahlzeiten, welche sich in ihrer Komplexität, also der Menge an Zutaten und der daraus resultierenden Wirkung unterscheiden. Einfache Mahlzeiten benötigen wenige Zutaten und sind so relativ früh produzierbar. Hingegen benötigen hochwertige Gerichte mehr Zutaten und dann noch Getränke aus späteren Siedlungsstufen. Klingt soweit eigentlich ganz simpel, oder? Hat dann aber doch noch ein paar mehr Kniffe, die es zu beachten gilt. Denn durch einen Siedlungsstufenaufstieg, der euch neue Technologie, Gebäude und Militäreinheiten beschert, aber nur das am Rande, denn das ist heute nicht unser Thema, steigt jeweils auch die Anforderung eurer Siedler an die zuzubereitenden Mahlzeiten. Ihr skaliert also gezwungenermaßen, irgendwie aber auch in sich logisch, eure Nahrungsproduktion mit Fortschreiten im Spielverlauf nach oben. Und das führt uns jetzt zu dem, ohne was in einem waschechten Siedlerspiel gar nichts läuft, nämlich euren Trägern. Um diese zu erhalten bzw. eure Bevölkerung zu steigern, bietet euch The First Explorers gleich mehrere Möglichkeiten. So könnt ihr zum einen ganz klassisch Wohnhäuser errichten, aus deren Eingangstür dann auch direkt eine Handvoll neuer Siedler strömt. Zudem stellen Wohnhäuser eine bestimmte Anzahl an Betten bereit. Denn solltet ihr mal mehr Siedler als freie Betten in eurer Siedlung zur Verfügung haben, werden diese ebenfalls sehr klassisch streiken oder die Arbeit verweigern, bis ihr das Problem löst oder sich das Problem wiederum durch den Verlust von Trägern an Produktionsgebäude oder in den Militärdienst von ganz alleine gelöst hat. Ein weiterer Faktor ist die sogenannte Siedlungsattraktivität. Mehr Attraktivität haben zum Beispiel Wohnhäuser in unmittelbarer Nähe zu eurer Taverne, was dann wiederum direkt mehr Siedler aus dem Wohnhaus treten lässt. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Ein Stufenaufstieg in eine höhere Siedlungsstufe wertet auch eure Wohnhäuser auf. So erhalten diese zum einen mehr Betten und versorgen euch zum anderen mit mehr Siedlern, kosten aber ab diesem Zeitpunkt auch mehr Baumaterialien,
was euch ein weiteres Mal den eventuell zu frühen Stufenaufstieg abwägen lässt. Abseits von Wohnhäusern könnt ihr aber auch über die Taverne an neue Träger gelangen. Denn sobald eine fertige Mahlzeit an eine Taverne geliefert wird, kann diese von einem Gast, also zum Beispiel einem Reisenden, verzehrt werden, der sich daraufhin eurer Sache anschließt. Ein einfaches Gericht an eure Taverne bedeutet somit einen neuen Träger, wohingegen ein höherwertigeres Gericht direkt mehrere neue Träger rekrutiert und somit viel effektiver ist. Zudem wird eure Taverne je nach Attraktivität eurer Siedlung immer effektiver, da sie so immer mehr Mahlzeiten gleichzeitig verarbeiten kann. Also, was ist diese Siedlungsattraktivität überhaupt? Sie bestimmt im Prinzip, ganz einfach gesagt, wie effektiv ihr neue Siedler anwerben könnt. Diesen Wert erhöht ihr, indem ihr Wohnhäuser in direkter Umgebung zu eurer Taverne errichtet. Genauer gesagt benötigt ihr exakt 6 Wohnhäuser um eure Taverne, um hier eine Attraktivitätsstufe nach oben zu klettern. Mehr Attraktivität bedeutet aber nicht nur eine effektivere Taverne und direkt mehr Träger aus euren Wohnhäusern, sondern auch mehr Siedler über Karawanen und den Hafen, was uns zu den letzten beiden Möglichkeiten führt, um an neue Entdecker für eure Siedlung zu gelangen. Denn alternativ könnt ihr auch mit produzierten Münzen an speziellen Karawanen posten oder eben über euren Hafen handeln und auch so für einen stetigen Fluss an neuen Siedlern sorgen. Davon ab steht, wie beim letzten Mal angekündigt, der erste Playtest ins Haus, um natürlich auch die gerade erklärten Mechaniken zu testen. Dieser geschlossene Test wird auf eine kleine Anzahl an Spielern beschränkt sein, um ihn möglichst effektiv zu gestalten. Seid also nicht traurig, wenn es dieses Mal noch nicht für euch klappen sollte. Aber keine Sorge, es soll später dann noch genügend Möglichkeiten geben, vorab The First Explorers zu testen. Playtest 1 wird somit vom 26. bis zum 30. Juni laufen und wie ihr dort genau teilnehmen könnt, werde ich euch unter anderem in den nächsten Explorer News erklären. In diesem Sinne, immer auf euren Siedlermangel achten, gerne ein Abo dalassen, damit ihr nichts verpasst und bis zum nächsten Mal.